Heute nähen wir gemeinsam einen Cardigan aus Strickstoff, entweder in der Variante mit kurzen Ärmeln und bezogenen Knöpfen oder den Basic Cardigan mit langen Ärmeln. Beides zeige ich euch hier. Viel Spaß beim Nähen! Hallöchen ihr Lieben, ich bin Juliana und heute zeige ich euch, wie ihr einen coolen Cardigan wie diesen hier aus Strickstoff nähen könnt. Ob etwas ausgefallener, mit kurzen Ärmeln, die leicht angepufft sind, oder mit langen Ärmeln und dafür in einer etwas einfacheren Basic-Variante, die vielseitig zu stylen ist, das entscheidest du. Fakt ist, der Cardigan lässt sich super kombinieren und ist in der Tat richtig einfach zu nähen. Ich würde sagen, lade dir dein Schnittmuster, das du gerne auswählen möchtest, einfach über den Link in der Beschreibung herunter und bereite alles vor, wie es in deinem E-Book angegeben ist. Dann kann es hier weitergehen. Ich zeige euch heute hier Schritt für Schritt, wie es geht. Ihr könnt nämlich den Cardigan entweder mit der normalen Nähmaschine oder mit der Overlockmaschine nähen. Zu beidem gebe ich euch die genauen Tipps und Anweisungen. Und dann würde ich sagen, macht einfach genauso mit, wie ich es hier vormache. Pausiert immer, wo ihr es braucht, wiederholt so oft ihr möchtet, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Und als kleines i-Tüpfelchen hier heute in diesem Video zeige ich euch auch, wie ihr eigene Knöpfe bezieht. So wie diese hier, also mit dem Oberstoff, den ihr auch für den Cardigan gewählt habt, denn das verleiht dem Ganzen noch so einen kleinen besonderen Touch und lässt das Ganze super qualitativ hochwertig aussehen. Dann würde ich sagen, ganz viel Spaß beim Nähen und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch super gerne dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann können wir noch ganz viele weitere coole Schnittmuster mit Nähanleitungen für euch gestalten. Viel Spaß! Als erstes legen wir unsere beiden Vorderteile mit der rechten Stoffseite nach oben vor uns hin und darauf rechts auf rechts unser Rückteil. Die Teile legen wir jetzt genau so aufeinander, dass die Schultern und die Seiten genau aufeinander liegen und wir die Seitennähte und die Schulternähte dementsprechend rechts aufeinander stecken können. Wenn ihr das bei beiden Seiten gemacht habt, dann schließen wir diese 4 Nähte mit einem Stretch-Stich. Wir nähen diese Nähte mit einer Nahtzugabe von 1 cm und verriegeln am Anfang und am Ende von jeder Naht. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr diese 4 Nähte auch mit der Overlockmaschine schließen. Dann vorher nicht versäubern und die Nahtzugaben einmal auf die Breite des Overlock-Stichs zurückschneiden. Wenn die Seitennähte und Schulternähte dann komplett geschlossen sind, dann bügeln wir die Nahtzugaben einmal auseinander. So, dann werden wir einmal die Belege zusammenfügen. Die könnt ihr euch einmal so legen, wie ich es hier tue. Ich habe hier 2 Vorderteilbelege und einen Rückteil belegt, alle bebügelt mit Einlage. Und ich lege jetzt den Rückteilbeleg, den ich im Bruch zugeschnitten habe, rechts auf die kleinen Schulternähte von meinen vorderen Belegen. Und da stecke ich die einmal fest. Die beiden kurzen Strecken, die schließen wir jetzt als nächstes. Könnt ihr auch wieder mit der Overlock machen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr das auf beiden Seiten gemacht habt, also beide Schulternähte geschlossen sind, dann bügelt die Nahtzugaben auch wieder einmal auseinander. Dann legen wir den zusammengesetzten Beleg rechts auf rechts um die vordere Kante und das Halsloch herum. Also um unseren ganzen Cardigan, sodass der Saum unten jeweils abschließt und die Schulternähte genau aufeinandertreffen. Und dann stecken wir einmal ringsherum diese Strecke fest. Bei den Schulternähten könnt ihr eine Quernadel genau durch den Schatten der Naht stecken, also genau durch die Mitte der Naht, damit diese auch genau aufeinandertreffen. Die könnt ihr dann beim Nähen stecken lassen. Und dann nähen wir einmal vom Saum ums Halsloch bis zum Saum und nehmen hier auch diese kleinen Strecken ganz unten schon mit. Das zeige ich euch gleich an der Nähmaschine. Auch das könnt ihr wieder mit der Overlock machen. Ich beginne jetzt 2 cm vom Saum entfernt mit einer Nahtzugabe eben zu nähen, zu verriegeln und nähe erstmal auf meine Ecke zu.
1 cm vor der nächsten Kante, die da auf mich zukommt, lasse ich meine Nadel dann im Nähgut stecken, hebe meinen Nähfuß, drehe das ganze Teil in die nächste Richtung, also zur langen Strecke möchte ich jetzt nähen, senke dann den Nähfuß wieder und nähe mit einer Nahtzugabe von 1 cm weiter. Jetzt nähen wir einmal ringsherum, bis wir wieder am Saum angekommen sind. Achtet bei den Schulternähten darauf, dass die Nahtzugaben immer noch schön auseinandergebügelt sind. Wenn ihr mit der Overlock genäht habt, dann legt doch bitte die Nahtzugabe von eurem Cardigan in Richtung des Vorderteils und von eurem Beleg in Richtung des Rückteils. Dann wird es an der Stelle nicht zu dick, wenn ihr darüber näht. Bei der nächsten Ecke machen wir es wieder wie zuvor. Wir nähen jetzt aber bis zu einem Abstand von der nächsten Kante entfernt von 2 cm, weil die Saumnahtzugabe ja 2 cm lang ist. Drehen das Ganze dann und nähen noch einmal rüber bis hier zur Kante von unserem Beleg und dort verriegeln wir dann. An den Rundungen müssen wir die Nahtzugaben jetzt einschneiden. Bei konvexen Rundungen, wie es hier jetzt der Fall ist, da schneiden wir kleine Faust gleich ein. Bei konkaven Rundungen, wie es darüber der Fall ist, auf dem Weg zur Schulter, dort sind es nur kleine Einschneidungen. Wir schneiden in jedem Fall immer nur bis kurz vor die Naht, also bitte nicht die Naht verletzen. Das machen wir aus dem Grund, dass wenn wir den Beleg gleich umdrehen, dann legen sich die Nahtzugaben schöner und flacher und das Ganze wird dann auch nicht so dick werden. Ich habe jetzt erstmal überall kleine Knipse gesetzt. Die können immer so im Abstand von einen halben Zentimeter gesetzt werden. Und hier bei meiner konvexen Rundung schneide ich eben noch einmal schräg dagegen, damit so kleine Faust entstehen und ich sozusagen weniger Stoff habe, wenn sich das Ganze dann umkehrt. Bei der anderen Seite mache ich das genauso und auch nicht vergessen die kleine Rundung im Halsloch. Dann schneiden wir hier noch die Nahtzugabe schräg ab bei unserer Ecke unten. Das sollte dann so aussehen. Dann drehen wir das Ganze einmal um, sodass die rechten Stoffseiten jetzt außen sind. Wenn ihr es euch noch leichter machen möchtet mit den Nahtzugaben, dass sie sich schön legen, könnt ihr es bei den geraden Strecken auch erstmal auseinanderbügeln. Und dann bügelt ihr einmal scharf über die Kante und zwar so, dass der Schatten der Naht genau an der Kante liegt. Also weder von rechts noch von links zu sehen ist und wenn dann eher von der linken Seite als von der rechten. Denn von außen möchten wir die Naht gar nicht sehen. Formt die Ecken unten auch besonders schön aus. Und dann steppen wir den Beleg einmal komplett ab, einmal ringsherum von der rechten Stoffseite aus. Wir beginnen jetzt in einem Abstand von 2 cm vom Saum entfernt, denn dort möchten wir später noch die Saumnaht nähen. Und von der rechten Kante, also der vorderen Kante aus, sind es 4 cm. So, dass wir den Beleg noch genau mittreffen, aber eben von der rechten Stoffseite nähen. Dann nähen wir los und probieren das immer möglichst parallel zu unserer Kante vorne und dem Halsloch. Und beim Saum angekommen enden wir auch wieder 2 cm vor der Kante und verriegeln dort. Dann beginnen wir schon mit dem Ärmel. Ich habe hier einen kurzen Ärmel, weil ich euch das mit der kleinen Manschette zeigen möchte. Beim langen Ärmel ist es umso einfacher. Diese Ärmelnaht ist aber genau gleich. Wir falten unseren Ärmel rechts auf rechts, sodass die Ärmelnaht genau gesteckt werden kann. Und beim kurzen Ärmel ist sie eben dementsprechend kurz, bei dem langen Ärmel länger. Und die schließen wir jetzt einmal. Wir wollen 2 gegengleiche Ärmel. Auch diese Strecke könnt ihr gerne wieder mit der Overlock nähen oder ihr macht es eben mit der Nähmaschine. Wenn ihr mit der Nähmaschine genäht habt, dann müsst ihr die Nahtzugaben jetzt wieder auseinanderbügeln. Achtung, der nächste Schritt des Kräuselns erfolgt nur, wenn ihr den Cardigan mit dem kurzen Ärmel näht, denn dieser Ärmel ist leicht puffig oben. Da werden wir zwischen den Knipsen einmal 2 Kräuselnähte nähen.
Das heißt, wir stellen einmal einen großen Stich mit einer Stichlänge von zum Beispiel 4,0 ein und nähen dann 2 parallele Nähte zu unserer Nahtzugabe. Die erste erfolgt 0,5 cm von der äußeren Kante entfernt und die zweite 0,7 cm, also füßchenbreit von der Kante entfernt. Wir verriegeln nicht am Anfang und auch nicht am Ende, sondern lassen unsere Fäden am Anfang und am Ende einfach immer nur so 10 cm hängen, sowohl den Ober- als auch Unterfaden, denn die brauchen wir gleich noch zum Rüschen. Dann beginnen wir auf einer Seite und nehmen uns jetzt nur beide parallelen Oberfäden. Die Unterfäden lassen wir hängen und raffen dann den Stoff auf diesen Fäden zusammen. Das macht ihr jetzt einmal von der einen Seite und dann auch noch von der anderen Seite mit den Oberfäden. Und die Strecke zwischen den Knipsen, also dort, wo ihr gerafft habt, rafft ihr jetzt genau auf die Strecke bei eurer Größe, die in dem Armloch dazu gekennzeichnet ist. Das Ganze rafft sich also jetzt ganz hübsch zusammen. Wenn ihr das Ganze dann auf die richtige Länge gebracht habt, könnt ihr die Fäden auch noch verknoten oder ihr lasst sie eben noch offen, dann habt ihr noch so ein bisschen Spiel beim Zusammennähen. Schaut dann, welcher Ärmel in welches Armloch gehört. Das erkennt ihr daran, dass im vorderen Teil des Ärmels nur ein Knips ist, im hinteren ist ein Doppelknips und genauso ist es auch bei eurem Cardigan-Korpus. So, dann fächert einmal gerne euer Armloch vor euch auf und legt dann den Ärmel mit seiner oberen Kante rechts auf das Armloch. Ich beginne hier unten bei der Ärmelnaht, die auf die Seitennaht trifft. Die stecke ich mir einmal mit einer Quernadel zusammen und als nächstes stecke ich mir dann die jeweiligen Knipse im Vorder- und Rückteil aufeinander. Danach möchte ich den Schulterknips von meinem Ärmel genau auf die Schulternaht von meinem Korpus stecken und zwar auch rechts auf rechts. Dafür greife ich einmal von der linken Stoffseite hier auf beide Teile und lege sie dann aufeinander und stecke dann jetzt von dort weiter, denn nur so kommen wir einmal ringsherum. Hier könnt ihr jetzt also einmal in das gesamte runde Armloch blicken. Und wenn ihr dann die Schulternaht auf den Knips gesteckt habt, dann könnt ihr auch noch die restliche Strecke verteilen. Das ist dann ja die gekräuselte Strecke und achtet auch darauf, dass die Kräusel möglichst schön liegen, denn wenn ihr gleich drüber näht, dann sind die fest. So, wenn dann der Ärmel ins Armloch gesteckt ist, dann können wir einmal ringsherum nähen. Ich beginne bei der Seitennaht bzw. Ärmelnaht und nähe dann mit meiner Nahtzugabe von 1 cm und auch weiterhin meinem Stretch-Stich ringsherum. So, dann kommt ihr wieder da an, wo ihr angefangen habt und verriegelt einmal. Wenn ihr den kurzen Ärmel näht, dann habt ihr noch ein weiteres Schnittteil, nämlich so eine kleine Manschette und die legt ihr einmal rechts auf rechts, sodass die kurzen Seiten aufeinander liegen und steckt dann einmal diese Strecke. Die schließen wir als nächstes. Wenn ihr den langen Ärmel näht, dann verarbeitet ihr den Ärmelsaum gleich genau wie auch den Saum des Cardigans, das zeige ich euch dann später. Die Nahtzugaben der Manschette bügeln wir auch einmal auseinander. Anschließend falten wir sie dann einmal links auf links, genau in der Mitte, sodass wir hier einen Stoffbruch haben und die offenen Kanten genau aufeinander liegen. Und den Stoffbruch bügeln wir dann einmal scharf. Dann legen wir die Manschette rechts auf rechts um unsere untere Kante von unserem kurzen Ärmel und zwar so, dass die Nähte von der Manschette und die Ärmelnaht aufeinandertreffen. Ihr werdet sehen, dass die Ärmelstrecke deutlich länger ist als die von der Manschette und das ist auch richtig so, denn ihr sollt bitte beim Nähen die Strecke von eurer Manschette dehnen, sodass sie genauso lang ist wie von der Ärmelkante. Denn so werden wir auch hier so einen leichten Puff reinbekommen, ohne vorher zu kräuseln und das Ganze bleibt trotzdem dehnbar.
An der Stelle wäre es auch wichtig, dass ihr entweder mit einer dehnbaren Einlage hier bei eurer Manschette arbeitet oder keine Einlage nutzt, denn die Strecke soll auf jeden Fall dehnbar bleiben, sonst lässt sich das schwieriger verarbeiten. Wenn dann alle 3 Lagen aufeinander gesteckt sind, dann näht einmal ringsherum und das auf beiden Seiten. Dann verarbeiten wir noch den Saum zwischen den beiden Ecken, die wir ja schon befestigt haben, ganz vorne, und falten ihn jeweils zur linken Stoffseite um 2 cm um und bügeln dann einmal scharf darüber. Genauso würdet ihr das jetzt auch bei den Ärmelsäumen von euren langen Ärmeln machen. Also das könnt ihr jetzt im gleichen Schritt einmal vorbereiten und bügeln. Und dann nähen wir den Saum jetzt einmal, und zwar genau zwischen den Nähten, die wir ja vorhin von der vorderen Kante auch beendet hatten. Also genau dort, wo die Naht geendet hat, machen wir jetzt den ersten Stich und nähen dann parallel zu unserer umgefalteten Kante einmal komplett über den Saum bis zur anderen Seite und beenden wieder dann die 4 cm vor der vorderen Kante. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr euch auch gerne eure Knöpfe beziehen. Ich sag euch, das macht richtig Spaß und macht nochmal so ein gewisses i-Tüpfelchen auf euren Cardigan. Dafür braucht ihr nur das Werkzeug, wie es auch meistens bei beziehbaren Knöpfen dabei ist. Und ein paar kleine Stoffreste. Die müssen so ungefähr 7 x 7 cm groß sein, je nach Knopfgröße natürlich, die ihr wählt. Und wenn ihr auch so einen Stoff habt, der so durchschimmert, dann habe ich einen richtig coolen Tipp für euch. Und zwar lackiere ich dann dieses silberne Metall immer einmal vorab mit einem Lack. Kann Nagellack sein, kann ein anderer wasserfester Lack sein. Und zwar in der Farbe von meinem Stoff, ganz grob. Denn der Stoff, den wir für die beziehbaren Knöpfe nutzen, der wird da sehr gedehnt. Dadurch werden diese kleinen Löcher im Stoff größer und dann würde das Silber so unschön durchschimmern. Wenn der Lack trocken ist, dann braucht ihr als erstes einmal dieses Gummiteil und euer Stück Stoff. Und das Stück Stoff legt ihr dann einmal auf die ausgehöhlte Öffnung und darauf dann euren lackierten Knopf. Den steckt ihr da einmal richtig tief rein, sodass sich der Stoff drumherum kräuselt. Und dann nehmt ihr euch eine Stoffschere und schneidet einmal um diesen Stoff einmal am Rand von diesem Gummiding entlang. Das sieht dann so aus. Noch den überschüssigen Stoff weg. Das soll einfach nur noch so viel sein, dass wenn ihr den Stoff jetzt einmal auch in den Ring drückt, dass da einfach nicht zu viel ist. Nicht zu dick soll das Ganze sein. Und dann könnt ihr euch das Rückteil von dem Knopf dazu nehmen. So auflegen, dass die flache Seite auf dem Stoff ist. Dann dieses kleine, bei mir pinke Teil dazu nehmen und das Rückteil richtig schön dolle auf den Knopf drücken. Ihr merkt das auch richtig, wenn das Ganze so ein bisschen einrastet. Könnt auch zur Hilfe zum Beispiel noch irgendwie eure Schere oder einen kleinen Hammer oder so dazu nehmen. Wichtig ist einfach, dass die Teile gut ineinander stecken. Je dünner der Stoff, desto leichter, je dicker, desto schwerer. Aber hier auch mit meinem dickeren Strickstoff funktioniert das auch super gut. Und dann dreht ihr das Ganze um und presst den Knopf raus und tada! Fertig, so schnell geht das. Und ihr seht jetzt auch, dadurch, dass ich das Ganze grün lackiert habe vorher, sieht das Ganze so viel besser aus als vorher. Dann wechseln wir einmal unseren Nähfuß für die Knopflöcher. Wenn ihr die mit der Maschine näht, spannt einmal euren bezogenen Knopf ein, damit die Maschine auch genau weiß, wie groß das Knopfloch sein soll. Stellt dann alles ein, wie es bei eurer speziellen Maschine in dem Anleitungsheft steht und wählt ein normales Knopfloch ohne Auge aus, denn das möchten wir senkrecht auf unsere vordere Kante sticken. Markiert euch dann die Position von eurem Knopfloch,
Legt euren Nähfuß so an, dass genau die Position vorne zu sehen ist und dann geht es einfach los mit dem Sticken. Der Rest passiert automatisch. Und wenn euer Knopfloch dann fertig ist, dann könnt ihr alle weiteren fertigen und anschließend die Mitte einmal aufschneiden. Und bitte darauf achten, dass ihr nicht in die kleinen Nähte schneidet, sondern wirklich nur den Stoff in der Mitte durchtrennt. Sieht das dann aus. Und dann muss ich nur noch meine Knöpfe annähen auf die dafür vorgesehenen Knopfpositionen. Ich vernähe einmal am Anfang, nähe dann ein paar Mal durch meine Öse hinter dem Knopf, nähe ein paar Mal auf der Stelle, übrigens mit doppelten Nähfaden, wickel dann den Faden ein paar Mal um den Knopf herum und vernähe das Ganze wieder. Und dann nähe ich nach und nach alle meine Knöpfe an. Dann kann ich meinen Cardigan auch endlich schließen. Und das war der letzte Schliff. Super gemacht, ihr seid fertig. Juhu, viel Spaß beim Tragen. So ihr Lieben, das war's auch schon. Mich würde mega interessieren, ob es euch gefallen hat, das Cardigan nähen, ob es euer erster Cardigan war und für was für einen Stoff ihr euch eigentlich entschieden habt. Wie ist es euch ergangen? Lasst es uns super gerne in den Kommentaren wissen und wir freuen uns immer riesig von euch zu hören. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten gemeinsamen Nähen. Dazu kombinieren kann man zum Beispiel super gut so ein etwas enger anliegendes T-Shirt wie das Basic T-Shirt. Also schaut doch gerne mal vorbei und vielleicht sehen wir uns dann schon bald wieder in unserem Nähvideo. Fühlt euch gedrückt und bis bald.